Nächster Auftritt auf europäischer Bühne. Der AZ Alkmaar oder die AZ Alkmaar. Heute unser Gegner auswärts. Kleines, aber feines Stadion. Die haben ebenfalls einen Coop Miners. Da war ich gerade schon ganz kurz besorgt, dass das genau der gleiche ist wie der in Frankfurt. Aber es sind wahrscheinlich Brüder. Gehe ich einfach mal von aus. So. Und das ist ein sehr, sehr richtungsweisendes Spiel. Wir sind nicht viel Plätze auseinander. Alkmaar ist 34. Wir sind 28. Hört sich viel an, aber ist halt nun mal so. Seit dieser Saison. Und wenn wir gewinnen, dann machen wir einen großen Schritt Richtung Playoffs. Wir haben zwar dann noch ein paar Spiele, die wir auch gut bestreiten müssen natürlich. Aber heute so ein Sieg, das wäre echt sehr, sehr geil. Das wäre auch sehr, sehr schön. Und eine Reaktion auf das 0:4 gegen Dortmund zu Hause. Da ging halt auch leider wenig, beziehungsweise nichts. Das war sehr, sehr schlecht von uns. Und von daher, lass uns heute, wie sagt man so schön, Reaktion zeigen. 3 Euro ins Phrasenschwein, ehrlich. Reaktion zeigen und auf jeden Fall ein bisschen besser spielen. Wie die in der Liga sind, weiß ich nicht. Die haben auf jeden Fall aus den letzten 5 Spielen, meine ich, 3 verloren. Nur 1 gewonnen, 1 unentschieden. Gut, heißt jetzt nichts, ist halt nur gerade die aktuelle Form. Die sieht bei uns aber wesentlich besser aus, ne? Mehr Siege als Niederlagen auf jeden Fall. Jongwa. Und Nacho Ferry. Dem gönne ich heute auch mal wieder ein besseres Spiel. Ferry abgefälscht. Der hat halt genauso wie Listesch und auch die anderen Stürmer gegen Dortmund überhaupt nichts gemacht. Das war halt leider auch wieder mal einer dieser Spieler, wo halt überhaupt nichts ging. Dafür aber heute vielleicht umso mehr. Schauen wir mal. Remberg hat viel Platz. Nochmal eine Ecke. Schade, den wollte ich an den zweiten Pfosten ziehen. Ich glaube, hier lasse ich mal Wanner ran. Oder Wagner, der hat da noch bessere Stats. So, schön auf den Elfmeterpunkt jetzt. Komm. Schöne Ecke. Ferry, ja. Verteidigung und Keeper sind sich da nicht so ganz einig. Und dann ist es trotzdem geklärt. Schade. Und jetzt kommt AZ Alkmaar, aber Posos genau dazwischen. Das war sehr, sehr wichtig. Ansonsten, wenn der da durchkommt, haben sie Platz. Und so haben wir jetzt Platz. Wanner wieder hinter die Abwehr geschickt. Oder Listesch. Ja, kommt nicht ran. Ist er 10 cm zu klein, leider. Und wir in Ballbesitz. So, das ist das Spiel, was ich jetzt gerne haben möchte heute. Nicht das hier, aber sehr spieldominierend. Im Mittelfeld vor allem Ishii. Genau diese Durchbrüche immer versuchen zu verhindern. Und auch die laufen vorne ganz schön früh an. Die spielen im 4-1-4-1. Also auch eher eine breitere Formation mit einem Sechser, einem Stürmer vorne. Verschieben gut mit. Nee, da soll Wanner entgegenkommen. Genau, und jetzt. 2 gegen 1. Außen Poso kommt mit. Wo ist Ferry? Da ist Ferry, der läuft ein, aber kriegt den Kopfball nicht ganz. Schade. Ja, ist bislang noch sehr verhalten, sehr abwarten, aber wir machen schon mehr. Wir sind drin, wir sind in den Zweikämpfen, wir haben die Aktion vorne. Das sieht auf jeden Fall jetzt schon besser aus als gegen Dortmund, weil der Gegner halt auch ein ganz anderer ist. Wanner. Oh, schöne Flanke, Jongwa. Ferry nochmal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Harter Zweikampf da. Aber Schiri lässt weiterlaufen. Sadik, ist das der Sadik, den wir auch mal hatten? Ne, der war größer. Umar Sadik, ne, den ich meine, der war, glaube ich, größer. Müsste ein anderer sein. Ishii ist da im Zweikampf sehr, sehr schön. Und wenn die jetzt hier vorne... Oh, Castaneda, schade, zu weit. Wenn die pressen, dann habe ich gesagt, dann können wir eigentlich das ganze Ding hier leicht und locker mal überspielt bekommen, das Mittelfeld. Aber dann müssen wir natürlich auch da sein. Guck, das meine ich. Die laufen zwar auch vorne an, aber blind. Und somit entstehen halt Lücken. Somit entstehen halt die Lücken, die wir dann auch bespielen müssen. Poso. Da kommt jemand, Remberg. Oh, schade, ich wollte auf Listesch hinten ablegen. Der wäre sehr gut gekommen. Jetzt kommt wieder Alkmaar über Wolfe gegen Poso. Sehr, sehr schön. Auch der wird fehlen, wenn er dann irgendwann geht. Aber finden wir dann noch rechtzeitig einen Ersatzmann für. Bin ich sehr sicher. So, ein bisschen Glück gehabt. Der Ball ist wieder bei uns. Ferry lässt sich fallen, holt sich die Bälle, holt viel aus dem Mittelfeld. Dadurch entstehen solche Lücken. Und jetzt mal ein einfacher Doppelpass. Schade, Listesch kommt da nicht ran. Wir fallen wieder alle übereinander her. Und da hat der Alkmaar kommt über Velasquez. Sadik, Burmeister.
Da kommt Castaneda nicht ran und jetzt wieder. Achtung, der Durchbruch und Sinamoy. Also bislang viel Mittelfeld geplänkelt, trotzdem wenig Aktion vorne vor den Strafräumen oder in den Strafräumen vor den Toren. Da ist halt ein Spiel, da geht's um viel, ne? Achtung, Ecke kommt rein und Sinamoy. Gott sei Dank war der nicht so platziert, weil der kam relativ frei zum Kopfball. Und jetzt die Chance, Jong war umzuschalten. Wagner. Es ist niemand vorne, egal, da macht's Wagner halt alleine, der ist auch schnell. Warum denn nicht? Wagner aus Spitzenwinkel, belohnt dich! Und er macht es! 1-0. So wichtig vor der Pause. Und das Tor hat er sich verdient. Hat auch jetzt bessere Leistungen gezeigt. Genau, jubel mal vor der Heimkurve. Das kommt, glaube ich, nicht so gut an, aber gut, hier in-game geht das. Und ihr seht, der ist schnell und deswegen sage ich auch immer Speed Kills, gerade auf den Flügeln oder auch die Verteidiger. Wenn die einfach schnell sind, wenn sie dann noch ein bisschen torgefährlich sind, den Fuß richtig justieren, dann ist das ein gefundenes Fressen. Also 1-0. Wagner kurz vor der Pause und das haben wir gebraucht. Sehr, sehr wichtig, nicht ganz unverdient. Und wir machen direkt weiter. Das sieht sehr, sehr gut aus. Sehr flüssig, sehr gut. Ferry kommt Listesch entgegen, dann kriegt er den. Listesch. Oh, allein gegen alle. Doppelschlag. Christian Listesch. Er weiß gar nicht, was er machen soll. Der rollt sich da zusammen. Aber das war schön gemacht hier. Ferry wieder auf dem Flügel. Listesch in die Mitte und dann hat er eine gute Technik. Eine sehr enge Ballführung und dann aus der Drehung mit rechts oben rein. Sehr, sehr schön. 2-0. Sehr, sehr schön gemacht. Also, so einen Doppelschlag haben wir auch mal gebraucht. Innerhalb von 3 Minuten stellen wir hier vor der Pause schon aus 2-0. Das ist erstmal sehr, sehr komfortabel, aber natürlich noch lange nicht die Entscheidung, weil der Gegner, ihr wisst, wie es läuft, die können immer noch mal rankommen. Burmeister, oh, schöner Ball hier zum Beispiel über Parrott. Was ist denn das für ein Spiel jetzt hier die letzten 5 Minuten? 1:2. AZ Alkmaar ist wieder dran. Und habe ich gerade gesehen, hat Collins für den Gegner gejubelt? Der hat doch nicht gerade für den Gegner gejubelt. Ich meine, der ist bald weg, aber so gegen den Verein sich zu stellen, musste er auch nicht machen. Gut, da habe ich halt spekuliert und riskiert, dass er ins kurze Eck schießt. Und schon sind sie wieder dran. Parrott. Gescored durch AZ. Berö, was ist mit dem Kommentator los, oder mit dem Stadionsprecher? Score de AZ. 1:2. 40 Minuten lang ist nichts passiert. In den letzten 5 Minuten kam alles auf einmal. 3 Tore noch. Also ihr seht, uns erwartet noch eine spannende zweite Halbzeit. Aber das gefällt mir. Ich mag solche Spiele, wo viel Spektakel ist, wo was passiert. Klar hast du auch mal 0-0 mit dabei oder ein Spiel, wo nicht so viel passiert. Aber das ist heute definitiv nicht so. Nächste Chance. Schöner Ball. Wieder Listesch. Wieder enge Ballführung. Und Söd im Tor. Und da machen wir wieder einen Linksfuß. Wagner. Vielleicht mal ein bisschen höher angesetzt, dass die langen Schlachse auch rankommen. Ah, Ferry läuft ein. Ah, schade, dann kommt niemand ran. Da müsste dann eigentlich jemand für den zweiten Ball stehen. Aber Jongwa, der macht das. Nimmt den locker, flockig runter. Das ist ja sehr einfach. Und Wanner. Wanner. Fangen beide mit W an, sind beides Linksfüße, aber Wanner war es mit dem Kopf. Gleich wieder den Abstand herstellen. Das wäre auch sehr, sehr wichtig hier, auf 3-1 zu stellen. RMB war auch, glaube ich, mal bei Hannover, ne? Auch ehemaliger Bundesliga-Zweitligaspieler. Und beim FC Bayern war er auch, glaube ich, ne, in der Jugend. Der Name kommt mir sehr, sehr vertraut vor. So, Achtung, Alkmaar kommt über Velasquez, Durchbruch, ne? Absatz auch nicht. Und wieder dieser Parrott, aber Chavez verteidigt das. Sehr, sehr schön. Auch wichtig, so jemanden hinten drin zu haben, der dann auch einfach mal rustikal dazwischen geht. So, nächster Ball. Wanner läuft wieder, kriegt er den Ball? Ja. Und Listesch auch. Kriegt er? Kein Abseits. Wer kommt mit? Wanner kommt mit. Der legt sich sein Tor selber vor. Schade. Nächster Ball über den Flügel. Wanner. Jongwa, das geht richtig schnell. Das ist richtig flüssig. Das sieht sehr gut aus. Aber warum geht Listesch da nicht hoch?
Der war doch eigentlich frei, um zumindest mal den Versuch zu starten, ein Kopfballtor zu machen. Nacho Ferry müssen wir mal rausnehmen. Der läuft nicht mehr so ganz rund oder so ganz fit. Dafür haben wir ja Fridjonsson. Vorne Grudowski. Ne, wobei, warte mal. Grudowski machen wir auf dem Flügel. Ne, wir lassen ihn vorne drin. Wir lassen ihn vorne drin machen. Dafür mal Duarte auf die linke Seite. Dass er auch mal wieder ein bisschen Spielpraxis bekommt. Auch auf internationaler Bühne müssen sich gerade die jungen Leute auch mal beweisen dürfen. Und dafür sind sie ja hier in Münster, um das machen zu dürfen. So, aber AZ Alkmaar, die sind immer noch gefährlich. Gar keine Frage. Remberg gegen Sadik. Castaneda ist da im richtigen Moment aufgepasst. Nächste Chance nochmal. Ferry, vielleicht eine seiner letzten Aktionen auf jeden Fall. Ferry, schade. Schöne Ballmitnahme, aber da ist ihm der Verteidiger zuvor gekommen. Aber trotzdem weiterhin Pressing. Und vorne drauf bleiben. Achtung, Alkmaar kommt. Wieder über Parrott. Castaneda, ja, die machen das gerade gut. Lassen den Ball gut laufen, viel Ballbesitz. Wir kommen gerade nicht so hinterher, vor allem Sadik kriegen wir gerade nicht gebändigt. Achtung, nächste Chance. Oh, schöner Ball, Parrott. Und Sinamoy. Wir sind gewarnt, das Ding ist hier noch lange, lange nicht durch. Aber wir stehen gut. Wir verteidigen das Ganze. War da geklärt, oder ist leider keiner. Fridjonsson mit hinten natürlich. Hilft auch mit. Geht nur gemeinsam. Und jetzt fehlt einer. Chavez. Oh, Glück gehabt. Das wäre Sadik durchgekommen. Da wäre Sadik durchgekommen. Aber der Konter... Oh, über Grudowski zu schnell. Wobei die Idee war richtig. Aber der Ball ist halt leider nicht angekommen auf Wagner. Ja, da Druck setzen. Hier pressen, pressen, pressen. Irgendwann, hoffentlich, machen sie einen Fehler. Aber ich glaube nicht. 4, 5 Mann gehen da vorne drauf. Jagt sie, Jungs. Jagt sie. Jawohl, bis ins Tor hinein. Schade. Das war ja eine Hetzjagd gerade. Gut, aber wir haben den Ball gehabt. Schade. Wir hatten den Ball eigentlich, aber Grudowski hat dann leider den Ball nicht richtig kontrolliert bekommen. Wird jetzt nochmal ein bisschen hektischer. Ich stelle um aufs 4-2-3-1. Ich möchte das ein bisschen kompakter halten im Mittelfeld jetzt. Und das Pressing klappt endlich mal über Castaneda. So, jetzt mal versuchen, ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Das wird nicht funktionieren. Das ist eine sehr, sehr wilde zweite Halbzeit. Vor allem halt von AZ Alkmaar, weil die halt müssen. Ja, aber jetzt sind wir ja hier in der Lage, mal das Spiel zu beruhigen. Nochmal die letzten Minuten hier das versuchen, irgendwie runterzuspielen. Und vielleicht noch ein drittes Tor zu schießen. Wanner, Poso. Und vorne natürlich, oh, schöner Ball ist Fridjonsson. Der war eigentlich wie für ihn gemacht. Der hatte die perfekte Höhe, perfekte Schärfe, aber leider sind die Gegner ihm da zuvor gekommen. So, 5 Minuten. Jetzt heißt nochmal kratzen, beißen, in die Zweikämpfe reingehen. Jawohl, kein Foul, wollte ich gerade sagen. Du musst nicht jeden Zweikampf abpfeifen, Schiri. Du darfst doch mal was laufen lassen. Du darfst auch gerne mal was laufen lassen. So ist es nicht. Vier Minuten noch. Dieser Sieg wäre so, so wichtig, wenn wir den irgendwie noch behalten könnten oder wenn wir das hier über die Zeit kriegen. Wagner gegen Sadik. Und das dürfte es jetzt normalerweise gewesen sein. Ein Angriff nochmal über Duarte. Nachspielzeit läuft nämlich schon. Ja, gibt nur 60 Sekunden obendrauf. Also das spielen wir jetzt hier zu Ende an der Eckfahne. Oder vielleicht nochmal eine Chance. Fridjonsson, nee. Hat dann leider nicht ganz geklappt. Aber egal, das Wichtigste unter dem Strich, wir gewinnen. 2:1 bei AZ Alkmaar. Holen uns weitere 3 Punkte auf dem Weg in die Playoffs der Europa League. War ein großer Kraftakt, ja. Wir mussten uns dagegen stemmen. Hinten, Verteidigung hat 1-, 2 Mal Federn gelassen. Aber wir hatten unter anderem dann noch Sinamoy, der uns da gerettet hat. Und von daher, dank Listesch, unter anderem ein 2:1 Auswärtssieg. Ja, bin sehr, sehr froh, dass das geklappt hat. Am Ende, dass wir da nicht noch bestraft wurden oder ihr wisst ja, wie es ist. Am Ende landet dann doch vielleicht der ein oder andere Ball doch mal gerne in unserem Gehäuse durch irgendwelche Aktionen. Aber dem war Gott sei Dank nicht so. So, das ist nämlich das,
was jetzt demnächst ansteht. Leihe von Collins endet demnächst. Falls wir ihn nicht dauerhaft verpflichten, ich habe das Geld leider nicht, ihn dauerhaft zu verpflichten. Ich würde den gerne behalten. Ist wie gesagt ein guter Mann. Fehlt drin, viel Entwicklungspotenzial. Aber das wird vom Gehalt und vom Geld her leider nicht funktionieren. Mit 1 Million. Den werde ich nicht fest verpflichten können. Da wird auch das Geld dann, was wir vielleicht im Winter kriegen. Ich glaube, das Geld vom Pokal, gut, das waren nur 270.000. Das wird nicht viel bringen. Von daher habe ich ja vorgesorgt. Dann werden wir von da an ab der Rückrunde mit einem japanischen Innenverteidiger durchspielen. Mit Abe und mit Ishii. Das werden dann also unsere beiden neuen Innenverteidiger. Augsburg jetzt unser nächster Gegner. Die haben auch gerade eine richtig, richtig schlechte Phase. Letzten 5 Spiele alle nicht gewonnen. 3 Unentschieden, 2 Niederlagen. Müssen wir eigentlich ausnutzen. Letztes Jahr war es in der letzten Sekunde, glaube ich, wo wir gegen Augsburg gewonnen haben. Da haben wir das Spiel noch gedreht bekommen. 2-1 oder 3-2. Und hier möchte ich natürlich auch gewinnen. 9. Platz. Wir haben Tuchfühlung nach oben. Bremen ist jetzt auf einmal auch irgendwie oben mit dabei. 8. Platz. Oben wird es auch nach wie vor sehr, sehr spannend. Die ganze Bundesliga ist ganz, ganz eng zusammen. Außer St. Pauli-Heidenheim. Die haben schon mal 4 Punkte Rückstand. St. Pauli hat noch kein Spiel gewonnen. Hat die Eintracht verloren. Die haben noch nicht gespielt. Die spielen gegen Wolfsburg zu Hause. Also ganz, ganz viele spannende Spiele, wo sich die Tabelle definitiv verschieben wird. Wie immer. Also macht's gut. Bis zum nächsten Part. Bis zum nächsten Spiel gegen Augsburg. Ciao, ciao.